Und da machen die das jeden Tag. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Wisst ihr was? Wir gehen da einfach mal runter. Inpeng-Tempel. Ja, und alles wirklich fake. Das sieht aus wie eine Hochzeit, ne? Ist anscheinend der günstigste. Einen schönen guten Morgen hier aus Laos. Und zwar in Vientiane, der Hauptstadt von Laos. Wir werden heute mal ein bisschen durch die Straßen laufen. Jeder Morgen beginnt mit einem Fruchttrink. Heute Orange Apfel. Ja, immer sehr lecker. Werde ich euch noch zeigen, den Stand. Kann man auswählen, was man möchte. Und dann wird das frisch zubereitet. Immer sagen, ohne Zucker, ganz wichtig. Als hätten Früchte nicht schon genug Zucker, hauen die noch mehr Zucker rein. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ihr seht, ich bin hier in einem kleinen Park, aber ringsum ist hier natürlich schon Stadt. Also ist schon was los hier. Dann habe ich hier einen Brunnen entdeckt. Schauen, ob man das später sehen kann. Da hat es sogar kleine Fischchen drin. Sieht aus wie Kaulquappen. Obwohl ich da auch rote sehe, ganz viele Fischchen. Dann gehen wir mal ein bisschen hier nach vorne. Und dann gibt es hier nämlich auch schon das erste zu sehen. Hier diese Statue. Also die ist bestimmt, also mit dem Sockel, ja, 2, 4, 6, sicher 8 Meter, ne? Und hier werden wohl auch Räucherstäbchen für ihn angezündet, wohl, um ihn zu ehren oder sowas. Naja, gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Hier auch wieder ein schönes Gebäude. Was ich hier sehr heftig finde, hier gibt es auch immer diese Spieße. Es riecht, Sabadi, es riecht immer sehr gut, aber ich weiß nicht, also das sieht man schon morgens um 8. Ich kann morgens um 8, kann ich doch hier noch nicht in so einen gebratenen Spieß mir reinziehen. Erstmal einen Fruchtsaft und ein Müsli morgens und beim Mittagessen kann man dann solche Sachen machen hier. Wir werden hier durchgehen. Ich möchte euch nämlich noch zeigen, was es hier mit diesen grün-roten Dingern hier auf sich hat. Hier ist alles voll, ne? Mit diesen Wägen. Als ich das erste Mal hier angelaufen kam von der anderen Seite, da war ich mir nicht sicher, ob das hier Wasser ist. Ob das solche Bötchen oder sowas sind. Ich konnte es mir nicht erklären, was das ist. Und da war Nachmittag, ich weiß es nicht genau, vielleicht um 4 oder sowas. Und dann habe ich gemerkt, dass hier unzählige Rollerfahrer, die kommen dann hier rein, nehmen sich so einen Wagen und fahren da nach vorne. Und das hier sind alles Wägen von dem Markt, von dem Nachtmarkt. Und da machen die das jeden Tag. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Warum die jetzt alle Wägen darüber fahren? Weil da drüben ist ja auch nur einfach ein Platz. Also ob die Wägen jetzt da stehen oder hier stehen, ich verstehe es wirklich gar nicht, den Hintergrund. Weil das sind natürlich auch diese Roller, die haben. Also das riecht hier nach Abgas, wenn hier so 20, 30 von denen diese Wägen hin und her ziehen. Das ist natürlich auch für die Umwelt maximal schlecht. Aber naja,
Dann hier drüben, dann hier ein bisschen aufpassen mit solchen bei den Staatsgebäuden und so. Das ist auf jeden Fall, hier ist der Präsident drin, sozusagen das Weiße Haus. So, hier ist ein Soldat, den filmen wir vielleicht auch, besser nicht. Also ich weiß nicht, wie die hier das sehen, wie die reagieren. Aber ich will mein Glück nicht herausfordern. Auch da vor dem Gebäude hier des Präsidenten sehr viel Militär. Und das ist auch schön hier, das ist zum Beispiel so ein Brunnen. Und da kann man natürlich klar davon ausgehen, dass bei all diesen Drachenköpfen dann Wasser rauskommt. Ich muss mal am Abend schauen. Ich bin jetzt zweimal hier durchgegangen und da war nie Wasser. Es ist aber auch kein Wasser drin. Das ist der Unterschied zum Beispiel zu dem Triumphbogen, den ich euch auch noch zeigen werde, den ihr bestimmt schon gesehen habt. Sehr bekannt von dieser Stadt. Dort ist wenigstens Wasser unten drin und da läuft er einfach tagsüber nicht. Hier überall Mülleimer. Das hat sich in Thailand öfters mal ein bisschen vermisst, ne? Was macht er da drüben? Wisst ihr was? Wir gehen da einfach mal runter. Ja, und jetzt haben die hier das Netz gespannt. Das wird dann nachher reingezogen. Er ist es schon am Reinholen. Extrem ausgetrocknet. Also was ich hier interessant finde, sind Architektur. Da könnt ihr eigentlich dahin gehen, wo ihr wollt. Sieht man immer wieder mal was Spannendes, wenn ihr euch für Architektur interessiert, natürlich. Das ist auch witzig hier. Das ist ja eine Bank, LDB Bank. Als ich hier das letzte Mal durchgegangen bin, waren hier zwei riesige Flaggen. Einmal auch Lao und einmal Kommunismus. Oh oh, wieder schauen, dass ich nicht sterbe. Die sind jetzt einfach weg. Krass, solche riesen Flaggen. Aber keine Sorge, ich habe ein Foto. Inpeng Tempel. Okay, open. Wow, der macht 4:30 morgens auf. 8:30 abends schließt der. Ist aber schön hier, ne? Schöne Malereien. Dann auch immer mit diesen, ja, Glas, würde ich sagen, ist das. Da die Sonne rankommt, dann glitzert das alles wie verrückt. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt sehen könnt. Ich versuche mich mal so ein bisschen zu bewegen. Wahrscheinlich sieht man es nicht so gut. Das ist natürlich immer überall, ne? Decke. Das sind richtige Geschichten, die diese Malereien erzählen. Okay, gehen wir weiter. Ein Elefant. Auch wieder am Brunnen. Boah, da würde ich jetzt richtig gerne mal kurz reinspringen. So. Kleine Trinkpause gemacht. Immer viel trinken. Ich habe jetzt ein bisschen vergessen. Ich vergesse manchmal völlig die Zeit, wenn ich hier rumlaufe. Doch schon wieder 1,5 Stunden am Wandern. Ihr seht, meistens in der prallen Sonne. Ihr seht das auch hier unter den Rucksack, unter den Haltern. Extrem am Schwitzen.
Das ist auch interessant und bekannt. Da gehen wir natürlich auch noch kurz rüber. Nämlich, ich weiß den Namen gerade nicht auswendig, aber wenn ihr die Map anschaut von Vientiane, dann werdet ihr es sehen. Hier seht ihr auch schon von weitem dieser Triumphbogen da vorne. Da wollen wir da hochlaufen. Ja, komm, lass machen. Jetzt kommen wir hier auch zu diesem Shopping Center, wo ihr euch wirklich alles kaufen könnt. Und alles wirklich fake, also 100%ig. Hier habt ihr den schönen Vergleich von den ATMs, die ich gesagt habe. Blauen, roten, grünen und hier wollt ihr den wollt ihr. Genau. Könnt ihr hier runter, gibt's Taschen. Ihr findet hier drin fast alles. So für Klamotten und so Zeugs. Ja, vielleicht Taschen für die da sich so eine Fake Louis Vuitton Tasche oder so holen wollen. Können das hier gerne machen. Hier habe ich auch gesehen, gibt es solche Pflanzen und selbst hier hat das Fischchen drin. Auch diese kleinen, wie wir es am Anfang gesehen haben. Obwohl das hier, die haben richtig schöne Flossen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Es lebt. Die scheinen sich da wohl zu fühlen. Ansonsten auch cool hier die Pflanzen, ne? Im Wasser hier ringsum. Mal schauen, ob wir da rüberkommen. Das wird jetzt auch wieder so eine Überlebensaktion. Man muss aber die Treppen hochlaufen. Ist ja kein Aufzug. Kurz ein bisschen Schatten. Oh ja. Auch hier der Brunnen, die ganzen Düsen hier. Ja, aber ihr seht es, wenn ihr hier oben seid, viel mehr ist hier nicht, ne? Viel mehr ist hier halt nicht. Und da seht ihr auch die Leute vielleicht da oben stehen. Ist nicht teuer. Ich meinte irgendwo, ich glaube so 1 Euro. So ist nicht teuer, aber wie gesagt, ihr müsst hochlaufen. Hier habt ihr viele solche Läden hier. Das habe ich mal versucht, dieses Piggy Bee. War jetzt gar nicht mein Fall. Ich wollte hier eigentlich eher kurz diese Pflanze zeigen. Das ist ja heftig, ne? Sehr alt wahrscheinlich. Und ich meinte, wenn ich das so anschaue, dass das so ein Baum ist, wo diese dünnen ja, Äste oder Lianen oder wie man das nennt, die gehen runter, so wie hier. Die wachsen nach unten und wenn sie den Boden erreichen, dann verbinden sie sich mit dem Boden und machen dann eine Wurzel und können so wieder Nährstoffe hoch transportieren. Finde ich ein sehr interessantes System von dieser Art Bäumen. Genau. So, dann würde ich jetzt sagen,
Ich brauche mal kurz einen Schluck Wasser. Und weiter geht's. Ist schon interessant, ne? Oder nicht? Wie findet ihr das? Also ich finde die Stadt, ich finde es sehr interessant, was man hier alles entdecken kann. Diese Unterschiede auch. Würde ich sagen, das sieht hier eigentlich sehr nice aus, auch wenn hier die Roller durchfahren. Das sind aber nur die Roller. Autos nicht. Deswegen werden wir einfach mal da durchgehen. Wenigstens ein bisschen ruhiger als in der Stadt. Auch wieder ein Tempel da vorne. Oh, das ist ja direkt richtig schön hier. Direkt richtig ruhig. Aber Hauptsache, das sieht hier aus wie so eine Rennstrecke. Hier die Trommel, ne? Das werdet ihr dann auch noch sehen bei mir, wo mein Zimmer ist. Ich höre das jeden Abend und jeden Morgen. Ich weiß nicht, ob ich da hochgehen darf. Ich bin hier wirklich immer ein bisschen unsicher, was ich darf und was ich nicht darf. Weil da hat es eine Kette. Ne? Da hat es eine Kette mit einem Schloss. Obwohl sie jetzt nicht dran ist. Nee, komm, lassen wir. Gehen wir nicht da hoch. Ja, schade, dass da wieder eine Baustelle ist. Jetzt hätte man hier, die Leute hat man ein bisschen beten gehört. Diese Tempelanlagen, diese Gelände sind schon immer sehr friedlich. Hat so eine richtig friedliche Aura. Oh, was ist das? Das sieht aus wie eine Hochzeit, ne? Also respektive die, entweder kommt eine oder war eine. Ja, aber hier dürfen wir bestimmt mal kurz reingehen. Und hier in der Mitte würden sie dann heiraten. Also falls es eine Hochzeit ist, also ich weiß es wirklich nicht. Aber würde schon Sinn machen, ne? Und dann hast du hier ca. 300 Leute. Und da auf der anderen Seite sieht man auch schon ganz klar an den Stühlen, na, da werden die schon Gold. Da sitzen dann die wichtigen Personen. Die hier auch. Hier Geschenke. Soll ich eins mitnehmen? Einfach mal eins öffnen. Mal schauen, was da drin ist. Die haben ja auch alle dieselbe Größe, ne? Also die erhalten jetzt einfach 30 Mal dasselbe. Das sind dann hier die Verstorbenen, ne? 1923 bis 2013. 90 Jahre wurde der.
1956 bis 2001. Der wurde nicht so alt. Ja, sehr friedlich. Hier durchzulaufen, sehr friedlich. Falls ihr hier habt ihr jetzt bestimmt auch schon ein paar Mal gesehen, an den Straßen, überall dieses Bierlau. Das ist hier das Bier. Also es gibt hier tatsächlich nicht mal irgendwie mehrere Sorten, sondern es trinken wirklich eigentlich alle Bierlau. Oder Heineken hat es viel, auch wenn Veranstaltungen sind, oft von Heineken gesponsert. Da wollte ich natürlich wissen, wieso das so ist. Und dann habe ich erfahren, dass es hier in Laos eine Heineken-Fabrik gibt. Hier, iShop, U-Store. Also auch Elektronik findet ihr. Aber DJI, Drohne etc. Vielleicht haben die hier tatsächlich eine Speicherkarte. Muss ich mal kurz reingehen, mal schauen. So, perfekt. Der Laden, der hatte eine Speicherkarte. Auch wieder nur noch eine. Und das Gute war, ich wollte mit Karte bezahlen. Ich habe normalerweise immer ein bisschen Bargeld bei mir. Aber ja, 80 € hatte ich jetzt gerade nicht bei mir. Und dann, sie war richtig süß. Aber sie hat ein bisschen Mühe gehabt mit dem Kartengerät. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Dann gehe ich kurz zum ATM. Und da war ich da drüben. Das ist hier der einzige, den es hier so gibt, der rote. Und der akzeptiert die Karte gar nicht. Also das ist dann auch noch etwas, was ihr vielleicht berücksichtigen müsst. Nicht nur die Gebühren, sondern auch, ob die Karte überhaupt akzeptiert wird. Das ist jetzt hier auf jeden Fall eine Abkürzung. Dann nehmen wir die. Aber perfekt, dann haben wir auch eine Speicherkarte und dann kann es ja weitergehen. Aber war gar nicht mal so schlimm. Das war noch das Zweite. Da war auch noch das Papier leer bei dem Kartengerät für die Quittung. Dann musste sie kurz Papier kaufen gehen. Aber ja, gar kein Problem, alles gut. Da drin war schön klimatisiert, konnte ich mich mal kurz 5 bis 10 Minuten ein bisschen erholen. Aber wir sind doch auch schon wieder. Oh, was ist das hier? Der hat wohl seine Ami-Schlitten, ne? Aber die beste Zeit hat er wohl hinter sich. Verrückt. Haben die vor, den noch zu restaurieren? Das ist wohl mit ein bisschen Arbeit verbunden. Aber was ist das denn? Bin mir nicht sicher. Kenne mich nicht so gut aus mit Amis Schlitten. Kennt denn? Bin mir wirklich nicht sicher, was das ist. Aber so grundsätzlich wäre es schon die Art von Ami-Schlitten, die ich cool finde. So, und dann sind wir nämlich auch schon hier bei den hohen Gebäuden. Übrigens, so eine Wohnung hier, habe ich gesehen, ab $70.000. Also wenn die jetzt hier überall so am Bauen sind und Laos am Kommen ist, dann wäre das vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Investition für die das nötige Kleingeld haben. Hier auch sehr cool, können wir auch kurz durchlaufen.
ein Restaurant. Abends immer, man hört die Musik schon von weit entfernt. Und dann kann man zum Beispiel essen, kann man dann zum Beispiel hier. Dann sitzt man hier, dann sitzt man auf dem Boden. Und hier drüben dann der See. Den werden wir dann gleich noch sehen. Aber dann sind die hier überall am Essen. Hier vorne das Wasser. Finde ich ganz cool. Aber immer sehr gut besucht. Hier hört man auch laotische Musik. Gefällt mir sehr gut. Vor allem der Rock, den sie haben. Ganz nice finde ich die Musik. Hier ganz feine Sprenkleranlagen. Pflanzen. Genau, und hier drüben ist das Parkson Shopping Center. Und hier ist das zweite. Ist lustig, hier drin ist fast niemand, aber auch weil es hier fast keine Läden gibt. Also ich würde mal sagen, 80% der Läden sind Juweliere. Was anderes kann man hier drin nicht kaufen. Ja, das ist hier dieser kleine See, da mit dem Springbrunnen. Hier drin ist wirklich, das ist voll mit Welse. Da diese Fische, ne, mit diesen Bärten. Aber wirklich voll. Also ich würde jetzt da nicht unbedingt schwimmen gehen. Oh mein Gott, ist das einer? Nee, das sind viele, ne? Die können ja richtig groß werden, ne? Aber das ist ein Schwarm. Manchmal sieht man hier die Leute, die Angestellten, und dann schmeißen die da irgendwelches Futter rein. Also die füttern die aktiv, nicht mit irgendwelchen Resten oder so, sondern wirklich mit Fischfutter. Was sind hier diese Boxen? Werden die hier vielleicht sogar gefangen und gegessen? Ich dachte, man kann die gar nicht essen, Welse. Jetzt ist da zum Beispiel eine reingeschwommen. Oder hauen die da auch Futter rein? Ja, essen kann man sie bestimmt. Ne? Am Ende des Tages kann man alles essen, aber ich dachte, die wären nicht besonders schmackhaft. Aber das ist dann vielleicht auch wieder so ein Europa-Ding. So, und wenn wir nämlich schon hier sind, ja, hier noch die Ente. Auch lustig, ne? Und da drüben dann nochmal diese einzelnen Plätze, wo man essen kann vom Restaurant. Wie gesagt, hier in diesem Gebäude gibt es diese Wohnungen. Und hier unten, direkt bei dieser Ente, dieser Supermarkt, ist anscheinend der günstigste. Hat mir einer gesagt, also ein Ausländer, der aber schon 2 Jahre hier lebt. Ich gehe öfters hier rein. Hat alles, was man so braucht. Shoktavi, Supermarkt. Also hier gibt es auch so zum Beispiel so Müsli und so. Ne? Das findet man sonst eigentlich nicht so. Ja, der ist auf jeden Fall gut. Weil sonst, es gibt schon solche kleine Läden, aber die haben dann bestimmt nicht alles. Da muss man in mehrere gehen. Deswegen hier hat man halt direkt alles an einem Ort. Und hier drüben gibt es direkt noch eine Pool Hall. Und es gibt hier tatsächlich auch solche Events. Der Champion bekommt 10 Millionen, also 10 Millionen Kip, wären 400 Euro. Der zweite Platz 200 Euro, 100 Euro, 100 Euro. Ja?
meinte, soll ich das mal versuchen? Wahrscheinlich nach der ersten Runde schon draußen. Es war schon in Thailand öfters mal sehr peinlich, wie mich da die Frauen auseinandergenommen haben. Also ich war eigentlich immer der Meinung, dass ich das nicht so schlecht spiele, dieses Spiel. Aber nee, es gibt da Leute, die sind da definitiv besser. Hier wieder ein bisschen vorsichtig sein mit Filmen, weil das sind ja grundsätzlich sind Shoppingcenter immer Privatgelände. Ne? Aber ihr seht, es ist leer. Es ist immer leer. Hier im obersten Stockwerk hat es auf der linken Seite hat es eine Bowling Center und rechts ein Kino. Also die Leute, die ich sehe, die hier reingehen, die gehen auch nur da hoch. Aber ansonsten hier Sonnenbrille und solche Sachen. Hier auch ein paar deutsche Autos. Und alles Elektrofahrzeuge. Allgemein sehr, sehr cool. Finde ich extrem cool. Auch schon in Thailand. Aber hier in Laos noch mehr. So viele Elektrofahrzeuge. Hier noch der VW ID4. Das finde ich auch sehr heftig hier. Da ist schon alles bereit für die Polizei, wenn es mal ein bisschen unruhig wird. Dann ist das hier das andere Shoppingcenter. Hier, ja, es gibt eigentlich viele Sachen drin, aber zum Beispiel so Elektronikgeschäfte, schwierig. Und was gibt es da noch? Auch wieder sehr viele Juweliere. Unglaublich, wie viele Juweliere die in diesen Shoppingcentern haben. Dieses Restaurant hier immer extrem gut besucht. Chinesisch beschriftet. Also das ist immer voll. Ja, und hier habe ich dann mal eine Bar gefunden. Ist aber auch eine Kette. Also ich habe es auf jeden Fall schon an einem anderen Ort schon mal gesehen. Aber voll gemütlich. So, jetzt wird mein Akku langsam leer. Und deshalb würde ich sagen, geht es jetzt mal für mich zurück ins Hotel. Und mal kurz kalt duschen. Schön gemacht hier, ne? Mit dieser ganzen Bepflanzung. Schon cool. Also ich muss sagen, mir gefällt die Stadt. Wie gesagt, das mit dem Essen, man kann gut essen. Ihr habt es jetzt hier auch gesehen, man kann chinesisch essen, man kann alles essen. Aber halt bei dem Streetfood oder bei den kleinen Restaurants so an der Straße entlang hatte ich ein paar Mal Mühe. Aber das kann natürlich auch an mir liegen. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte in Thailand gar nie Probleme. Also wirklich 3 Monate gar nie Probleme. Ganz am Anfang, als ich in Bangkok ankam, war so die ersten 2, 3 Tage. Aber das kann schnell mal passieren, wenn man von Europa rüberkommt. Ne? Das ist jetzt kein Grund zur Panik. Gut, dann war es das jetzt hier erstmal von mir mit diesem Video von Vientiane. Tagsüber, Hauptstadt von Laos. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ansonsten sieht man sich beim nächsten Video. Und macht's gut.